So, schönen guten Tag. Ich versuche es zweisprachig zu kommentieren. Wir haben heute den 17. Oktober 2023. Ich halte hier mal die aktuellen Nachrichten in die Kamera. So, I now try it bilingual. We have October the 17th in 2023. Und ich möchte ein altes Breslau-Friends Video kommentieren und der ursprüngliche Titel war BSF FAQ 01. And I now want to comment an old Breslau-Friends video, and the old title was BSF FAQ 01. And these are the news of today. Das sind die Neuigkeiten von heute. Und das ist, wie gesagt, ein Versuch. Ich spiele jetzt mal das Video etwas ab. And this is a try, and I now replay the old video. What is this project of the Breslau-Friends, abbreviated BSF, like best friends, all about? Also worüber geht es in diesem Breslau-Friends Video? Also BSF hatte ich auch abgekürzt Best Friends. I was translating the English audio of the video. It is about historical events at a time when Jewish and Christian families were strictly separated. Jetzt bin ich immer überlegen, ob ich das eigentlich immer übersetzen muss. Vielleicht mache ich das kurz. Also es geht um eine Zeit, in der die Familien streng getrennt worden sind. Those events were really happening at a time where families of different religious backgrounds were strictly separated. For emergencies, I have a device, but it's not working, so I'm trying to translate it myself. I now continue with the video. Also ich habe gesagt, für Notfall habe ich hier ein Gerät. Aber irgendwie funktioniert das nicht, deswegen mache ich das im Kopf. Had their own schools, doctors, stores, and as little interaction as possible. Also ich habe gerade gesagt in dem alten Video, dass die Gruppen, also hier geht es besonders um die sogenannte andere Gruppe, dass die eigene Schulen, eigene Ärzte und auch eigene Geschäfte hatten. But when wounded soldiers became friends in a war hospital in 1918, aber als dann die verwundeten Soldaten sich in einem Lazarett, einem Feldlazarett wiedergefunden hatten, 1918, they looked for a way to remain friends back home again. Also da haben sie nach einem Weg gesucht, wenn sie dann wieder zu Hause sein würden, auch als Freunde weiter zusammen sein zu können. Even against this spirit of separation. Sogar, also gegen diesen Zeitgeist der Trennung. Wenn ich mir das jetzt neu überlege, fällt mir natürlich auf, dass es hier wirklich um eine Zeit geht, in der es diese Trennung irgendwie, man muss ja sagen, freiwillig gegeben hat. When I now recapitulate it in this ad hoc video, then
I now realize myself it had been a time where the separation had been nearly voluntarily, not forced by the government, but somehow by the spirit of the time. It was the path of forgiveness that had been officially requested by church leaders and was granted by the synagogue community in an official ceremony about 1925. I'm now trying this device. Also diese fast freiwillige Trennung ist dann beendet oder zumindest durchlässig geworden. So this almost voluntarily separation was then by those who wanted it broken up by a process that was initiated by an evangelical or an Lutheran or Calvinist church, and this was a so-called forgiveness process. And back then I had a script. Now I'm trying it as best as I can without a preparation and special script or something like it. And back then, it is now 3 years ago, I tried to bring it into the open, expecting a feedback of those who as well had it as family history, maybe then emigrating from Silesia, the province of Prussia, to other parts of the world. It is known to me that some ended up in South America or North America, mostly there. Thus, from 1925 to 1932, the way was cleared for Jewish and Christian citizens of the city of Breslau. Also, ich habe gerade gesagt, dass durch diesen offiziellen Vergebungsprozess, der angestoßen worden ist von einer evangelischen Kirche, also evangelical, das heißt nicht evangelikal, aber es war fast so. Es war jetzt zwar wahrscheinlich eine lutheranisch oder eine Lutherkirche, vielleicht aber calvinistisch, das weiß ich nicht genau, aber sie hatten für einige Zeit keinen Pastor. Und von dort ist der Vergebungsprozess angestoßen worden. Also ganz zweisprachig geht das hier nicht, weil ich muss mich auf das Englische konzentrieren, sondern gleichzeitig das auf Deutsch kommentieren und auf Englisch ein bisschen viel. Today, Wrocław in Poland, to stand and work together for a better future of their hometown. Also sie haben das angestoßen, weil sie auch eine Vision gehabt hatten. Der Initiierungsprozess ist von einem Kirchenvorstand in die Wege geleitet worden und meine Mutter, EEM von mir abgekürzt, die hatte mir über mehrere Tage, Wochen, Monate immer, wenn wir mal wieder darüber sprechen wollten, berichtet, wie das schwierig war. It now comes back to my mind that over days, weeks or months, my mother, EIM, so abbreviated by me, she gave me a description how difficult it was to bring church board member
of a Lutheran or Calvinist church in Breslau. It was not an evangelical church in the whole sense of the word, but they did not have a pastor for quite a time, and so there were lay preachers in this church. I don't know if it was that time or it was nearby. But this church board member had to be persuaded that he tried to write a letter to the leader of a synagogue, or of the synagogue. There was officially one, but they had two groups. One more orthodox and the other a little more open, but not too much, a little only, as it was described to me. Most of the Jewish friends had to leave the country by 1937. They fortunately escaped. Also die meisten der Freunde, also sie waren fast wie Brüder zusammen, denn sie hatten ja auch im Krieg zusammen gekämpft. Und da sie im Lazarett gewesen waren, müssen sie schon schwer auch verwundet gewesen sein. Mein Vater, FJU, er hatte einen Durchschuss. I was just saying they had been friends, I said, but it must have been a little bit more. They were fighting on the same front line on the German side in World War I, and by the circumstance that they had been in this field hospital, I conclude that they must have been seriously hurt. My father, FJU, he had a shot going through him, but he was in comparison less injured as my mother, EIM, so abbreviated by me, said to me. And my grandfather, who was left behind, resisted in their spirit between 1941 and 1945. Also diese Freunde, so habe ich sie jetzt mal genannt, also diese Breslauer Freunde, Breslau-Friends, die hatten eine Abmachung dann untereinander, und in diesem Geist hatte auch mein Vater, I called him grandfather in this old video because this was the outward appearance my mother wanted to give. I conclude now it was because of threats, maybe not official threats, but circumstantial threats by those who were at least not enjoyed by the fact there had been resistance by my mother and the father. After retraining as a Schutzmann, constable. Also als er dann diese offizielle, also das ist die offizielle Version für die Außendarstellung, diese Fortbildung zum Schutzmann gemacht hatte, hatte er das dann auch ausgenutzt, um in dem Geist ihrer Abmachung ihnen zu helfen, also dadurch auch Widerstand zu leisten. When my father, this was the official role or the official appearance he had to give to the openness to society. He had a training. Formerly he had been a soldier, and then he had extra training in civil law and so on.
to become a constable, also in Deutsch, in German, Schutzmann. And then he had possibilities by this knowledge from the police work, to help his friends or those whom those had helped or would have liked to help. Are these stories really true? Sind diese Geschichten wahr? Even back then, and I was raised up to be critique, someone not easily believing things. This question was really in the back of my mind. Also auch damals, ich bin nicht erzogen worden als jemand, der Geschichten nicht zu einfach glaubt, war ich kritisch. It might have been that my mother was rethinking things, and this was something she herself had heard. She was not with him in the hospital, so I believe she was trying hard to tell me the truth, and I recorded it in my mind. Also auch damals war ich kritisch und ich hatte zwar geglaubt, sie sagt mir, oder sie will mir wirklich die Wahrheit sagen, aber sie hatte es ja selbst auch nicht erlebt in diesem Feldlazarett. Deshalb war ich sehr kritisch, und dies hier ist ein Ad-Hoc-Video, das ist überhaupt nicht fertig, es sind so viele Fragezeichen. And this is an ad-hoc video, not prepared, because there are too many question marks, and it is directed at the so-called Patchwork family, und das richtet sich in erster Linie an die sogenannte Patchwork-Familie, because we are so differently, and maybe have different roots as well, und vielleicht haben wir auch verschiedene Abstammungswurzeln. The source of my report is my grandmother, who raised me in the spirit of the Breslau-Friends. Also die Quelle dieser Berichte, die ich für sehr beachtlich halte, das ist hier wieder Außendarstellung Großmutter oder meine Mutter, was ja auch wirklich war. Aber durch Schwangerschaftsteilung habe ich 2 Mütter, deswegen ist mir damals schon mal nahegelegt worden, mal das eine zu betonen und mal das andere. And this is really true. I have 2 mothers because of pregnancy, childbearing, sharing, for medical emergencies. My younger mother had to help the older one, and it is remarkable that the younger one said, "We don't tell you who gave you birth, so you have 2 mothers." And for the appearing to the outside world, there was a position of grandmother and mother, but this was because of their age, not to put them in an order. Also die Außendarstellung ist Großmutter und Mutter wegen des Alters, aber nicht, um da irgendwie eine Hierarchie oder ähnliches aufzubauen. She had tried very hard to answer my many questions. I could watch her closely as she answered me. Ich muss halt betonen, dass meine Überzeugung habe ich durch die Mutter, die mir das erzählt. Und sie hat ja ganz am Schluss auch mal gesagt, nochmal betont, dass sie die Mutter ist, aber die andere ja auch. Also hatte ich 2. Also es war für mich selbst auch nicht einfach. Und hier habe ich ganz am Anfang gedacht, ich muss das ja nicht erzählen. Warum soll ich mit den Privatsachen an die Öffentlichkeit? Aber in der Zwischenzeit ist mir dermaßen heftige Kritik und auch einiges an Vorwurf entgegengekommen, dass ich da jetzt einfach noch etwas offener sein muss. And this is really true. I have 2 mothers, but between this old video
or presentation, and today there had been so much critique and disbelief to what I said, so I must now become a little bit more openly also about my personal relationship to the so-called grandmother and my so-called mother, but in reality I had two. And once it was said, it must be officially recorded. I don't know where those two places are. Maybe abroad, one place, and the other here. But it never had been a big issue till now. And this is hidden from me by circumstances having to do with, and this is 100% true and clear, with the so-called Third Reich. Und das sind wirklich Umstände, die bisher auch nicht die große Bedeutung hatten. Aber jetzt ist das für mich wichtig, gerade weil so viel Unglaube mir bisher entgegengeschlagen ist. Ich muss da einfach noch etwas offener werden. Und die Quelle, das betone ich in diesem Video, ist mir ganz wichtig, das ist die Mutter. Nach außen für andere als Großmutter bekannt. And I stress it out. And it is really important that the source that persuaded me that those extraordinary stories must have been really happening, must have happened. This is for others a grandmother. For others, for most of them, she was called grandmother, but some said, your mother said, on some occasions, your mother said, and I was sorting it out, were they directing to the younger or the older, so I had to ask back. Und das ist wirklich so gewesen. Also hier im Umkreis war das in der Außendarstellung so, dass die ältere die Großmutter war und die jüngere die Mutter. Aber manchmal kam Besuch von außerhalb und die sagten dann zum Beispiel, deine Mutter hat gesagt, und ich musste nachfragen, wen meinten die denn jetzt? Aber es war bisher nicht so ein großer Punkt. And her manner alone convinced me. But it was only last year, 2019, that I finally found photos and... Also ich war damals überzeugt, dass das wohl so sein müsste, weil ich die Miene, also den Gesichtsausdruck oder auch die Körpersprache der Mutter, EM, oder für einige hier im direkten Umkreis Großmutter genannt, weil ich das studiert hatte, weil ich einfach glauben musste dadurch. Aber es schwank bei anderen, die waren zwar höflich, schwank sehr viel Unglaube mit, so nach dem Motto, lass die alte Dame doch reden. I myself believed her, but in some circles where others were present as well, I understood that those were listening to be friendly, not really believing. They maybe thought, let this old lady tell what she thinks, and we ourselves are not persuaded, but we do not ask about it. We let it be as it is. But a real belief was not there, because there were no emotions, no real effort to find more out about it. Also da war jetzt nicht wirklich, wie ich das normal erwarten würde. Das ist in den 70er, 80er Jahren gewesen. Da war nicht wirklich jetzt der Wunsch mehr darüber herauszufinden. Deswegen gehe ich davon aus, dass man das nicht wirklich geglaubt hat. Man hat das einfach so erzählen lassen. Jetzt muss man weitergehen. It must go on somehow.
evidence in the online documentation center of cjh.org that support the truth and leave me in no doubt that all these stories are true. Und ich sage jetzt hier gerade, dass ich dann bei der Internetrecherche natürlich über Google und dann auch die besseren Suchalgorithmen. Es gibt ja auch metager.de oder auch andere Suchmaschinen. Da bin ich dann über diese Plattform cjh.org gestolpert. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das sind ja die Fotoalben, die meine Mutter aus dem Kopf zitiert hatte. Leider lebte sie da schon nicht mehr. Zwischen 2002 und 2019 ist ja noch einige Zeit. Aber weil sie das so intensiv auch erzählt hatte, konnte ich mich selbst auch gut daran erinnern und ich habe diese Fotos wiedererkannt. But without their evidence, I would not dare to present my reports, because I know that these stories are very much against the known spirit of the times. Also wenn ich diese Bilder ja nicht gefunden hätte, hätte ich das Thema überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Und leider war das ja die Corona-Pandemie. Das hier ist Ende 2019. Da fing das ja schon an, erst im Ausland. Und dann kam es später nach Deutschland. Die Definition der Pandemie ist ja von der Weltgesundheitsorganisation schon früher erlassen worden. Ich weiß nicht, ob das 1, 2, 3 Jahre vorher war. Und es war schon dann mit Reisebeschränkungen und das drehte sich schon darum. Und dann 2020 war dann die berufliche Umschulung auch völlig zum Erliegen gekommen. Ich hatte dann auch sehr viel Zeit, habe mich auch isoliert, weil ich zu den sogenannten Risikogruppen zähle. Wegen Atemwegserkrankungen wollte ich mich nicht anstecken und da hatte ich sehr viel Zeit. Und da habe ich aber gemerkt, dass da irgendwie das Interesse gar nicht, also das Feedback gar nicht kam. It was the beginning of the pandemic, Corona crisis. It was a definition of the World Health Organization, what so-called pandemic. The word is missing. What a Corona crisis, or when the threshold to a Corona crisis would be stepped on, and then from 2020 on, there was not much room left for those special subjects like history research and so on. And then it prolonged to 2022. And in this time, I found nearly no one, or exactly no one, who was interested or who had put effort in it to support me somehow. So without the evidence from cjh.org, nobody would believe me, especially since I know that my grandmother was also laughed at, ridiculed or even threatened. Also besonders da hat mir eben keiner geglaubt und ich kannte das schon von früher, dass man über, also ich habe sie selbst Oma genannt. Wir hatten das abgesprochen, ich weiß noch, wie das war. Ob ich Mama und Mutti nehme für die Ansprache, aber dann hatten wir uns auf Oma geeinigt und das ging ja, Oma. Also das war einfach unter uns so. Und ich habe aber trotzdem niemand gefunden. Ich hatte ja gedacht in der Familie, aber die hatten alle eigene Sorgen. I was just saying in German that I found no one. Because I hope it is the reason, during the Corona crisis, they all had own problems.
and because of that were not willing to invest time and money to research more closely. And the research could have gone in the direction to travel. It is quite a distance, but reachable in Europe, and look more closely also at the documents in physical form. Also man hätte schon reisen können und sich die Dokumente auch in Natur also jetzt also körperlich ansehen können. So sind sie halt digital und da ist vielleicht auch nicht alles digitalisiert und so weiter, aber das ging eben bis jetzt nicht. Und ich bin auch sehr vorsichtig. And I'm now very cautious because I don't know what the reason is that this blockage, it is nearly a blockage because there's no openness to believe me is going on. Und ich weiß auch nicht, was der Grund ist, dass ja diese Blockade ist, oder Blockage oder wie man es auf Englisch sagt, dass man mir jetzt nicht glauben will. Also warum ist das so unglaublich? Das will ich gerne mal wissen. Why is it so much unbelievable? I really want to know what is the reason. And she wanted to tell her stories to others. How many people work in this project? This is a one-man project and it takes place on a part-time basis. Also ich erkläre hier, dass hier dieses Projekt, dieses Herausfinden von Belegen, von echten Beweisen möchte ich nicht sprechen, dass er schon von daher nicht so groß ist, weil eben nur einer dran arbeitet. On which channels is information about the BSF transported? Information is shared under the same name, once with and the other time without a hyphen. It is on YouTube, Twitter and Facebook. Ja gut, Facebook habe ich jetzt nicht mehr. Also ich sage gerade hier die Kanäle, das ist YouTube, Twitter auch nicht mehr, weil eben null Resonanz. Dann macht man das, was vielleicht noch Erfolg bringen könnte. Und hier verteile ich die Links an die erweiterte Patchwork-Familie und hoffe, dass irgendeiner mal interessiert ist, mal ein bisschen nachzudenken oder auch sich mit mir auszutauschen, dass ich Anregungen bekomme, wie ich vielleicht besser vorgehen kann. Those 3 channels are not all active till now or today, and inactive Facebook, inactive is Twitter. I now use YouTube only, and in addition to that, vk.com com/Breslau-Friends. There all is under development and a work in progress. How much known feedback have I received so far? Today is the 21st of September 2020. Aha, hier ist mal das Datum, der 21. September 2020, und wie viel Feedback habe ich? Ja, eben keins. Nothing is known to me so far, but I heard rumors that someone else was pretending to be me. Und jetzt habe ich selbst etwas nachgeforscht in der Familiengeschichte, und ich habe da schon mal gehört, dass jemand meinte, er hätte mich gesehen. Das ist also so ein Gerücht, da wäre mal jemand, der so aussähe wie ich. Und das hier ist natürlich Verschwörungstheorie, aber so nebenher wollte ich das auch mal sagen, hier läuft doch irgendwas schief. Man hatte das schon nicht gerne gesehen, dass mein Vater zu diesem Kreis der Freunde gegangen ist. Dann ist das ja auch Staatsräson geworden, dieser Vorbehalt. Und auch hier hat es schon so ein paar seltsame Sachen gegeben in meiner Kindheit, dass da schon mal behauptet worden ist, ich hätte etwas getan.
zum Beispiel eine Tante um Geld angebettelt, was also ganz streng verboten worden ist von der älteren Mutter besonders. And I was just explaining in German that there had been rumors, urban legends, that I myself had been done this or that, and it was my childhood. There is the example of supposedly me begging a so-called aunt for money, and this was strictly forbidden by my mother, the elder, by EIM. She is the elder mother. Then the younger is she had three names as well, or she has three names as well, and those are abbreviated D.J.E. It must be a kind of fake. And this is a little bit conspiracy theory, where I give those rumors a little bit space. I'm not saying that I have proof that someone else could be still around, looking like me and mistakenly accredited to me as a human being. Also ich sage nicht, dass es immer noch so ist, dass jemand da ist, but there had been the occasion that my mother the younger was telephoning to me. I was mostly residing outside of this town, and she said, I saw you in a shop, and she was thinking I was moving back to this town without telling her. Also es hat ja mal diese Vorfall gegeben, dass meine eigene Mutter, die Jüngere, dass sie gesagt hatte, sie hatte mich angerufen, ich hatte den Aufenthalt außerhalb, also den ersten Wohnsitz außerhalb und hier den zweiten. Da sagte sie, ich habe dich gesehen im Geschäft, ziehst du denn wieder zurück? Also sie hatte gedacht, ich wäre wieder zurückgezogen. Also ich hatte aus Arbeitsgründen nach außerhalb ziehen müssen. Und da war ich schon perplex. Wer ist denn dieser Mensch gewesen, der so aussieht wie ich, dass die eigene Mutter, die Jüngere, dass sie mich von vielleicht 50 Meter Entfernung da nicht erkannt hatte, denn ich war das nicht. And I was perplexed that and that was maybe 2003, that my own mother, the younger, that she had not recognized that it was not me working in a shop, and she saw me maybe 50 meters away. And so there had been occasionally someone looking like me, and mistakenly it was credited to me having working there and doing this or that, but it was 100%. It was not me. But I never found out who this person was. But maybe someone was pulling my leg with this rumor. And then there had been other occasions when it was reported you had been in this bar and supposedly misbehaving. And it wasn't true either. Und dann ist es nochmal gewesen, dass jemand zu mir sagte, du bist in dieser Bar gewesen. Also erstens besuche ich keine Bar. Das gehört nicht zu meinem Lifestyle dazu. Und zweitens geht das nicht. Das haben die Leute schlechte Augen. Nur wenn ich jetzt die Geschichte durchsuche, und das kommt ein paar Mal vor, bisher ohne Folgen, muss ich das doch irgendwie mal mit Familienmitgliedern besprechen. Und genau das versuche ich hier. Das geht übrigens alles ohne diese Hilfe, die ich eigentlich fordere einzusetzen. Ich muss dann eben so Englisch reden, wie ich das kann, ohne extra Vokabeln. Why do I feel called to be an information carrier?
in this matter? Also warum fühle ich die Berufung, dass ich diese Informationen weitergebe über diese ganz speziellen Ereignisse? I was brought up that way in the spirit of the Breslau-Friends. So Also ich bin auch mit Ansage, ganz bewusst kann man sagen, in dem Geist eines Breslaus erzogen worden. Das hat die Mutter, die Ältere, EM abgekürzt, sie hatte das ganz deutlich gesagt. Ich möchte gerne jemanden haben, mit dem ich über diese Sachen reden kann. Und ich werde das aber nur machen, wenn du mir mit Respekt zuhörst. Und darauf hatte ich mich eingelassen. I can remember the occasion when I was alone, invited by my mother, the elder. And she said to me, if you listen with respect about those special togetherness, this special togetherness in Breslau, then I will carry on having those private meetings with you. And then it was, for a start, once a week, and then more often, and then in between nearly every day. But also mindestens einmal die Woche hatten wir dann diese Treffen, wo wir uns über Breslau ausgetauscht haben, über dieses besondere Miteinander. it is in my blood. Besides, it is my grandmother's last will that Also das liegt mir also im Blut, weil ich war noch recht jung, ich habe mich darauf eingelassen und über Religion ist am Anfang auch gar nicht gesprochen worden, da war ich zwischendurch mal richtig erschrocken. Ja, was war das denn gewesen? So stark gegen den Zeitgeist, dass ich dachte, auch das noch. Aber wie gesagt, ich hatte mich darauf eingelassen und ich war eben überzeugt, dass mein Vater sich richtig verhalten hatte. Aber es war schon ganz speziell und ganz stark gegen den Zeitgeist, das ist schon klar gewesen. Aber jetzt sind wir mit einem großen Abstand zu diesen Ereignissen und ich sollte ja eigentlich heute jemanden finden, den das etwas näher interessiert. the Breslau-Friends will never be forgotten. Ja, also es war nicht ihr letzter Wille, das kann man nicht sagen. Aber der stärkste Wille, also praktisch ein Vermächtnis noch extra, also nicht was den Glauben an Gott betrifft, das ist vielleicht das Größte, aber so schon danach, dass sie nicht wollte, dass er vergessen wird. Und ich bin jetzt am Überlegen, wie ich das überhaupt bewerkstelligen kann. Do I expect criticism? Yes, probably everything will be questioned somehow, and I will answer then, as I always do, with an accurate representation of reality. Also ob ich jetzt Kritik erwarte, ja, das ist man ja schon gewohnt. Scheinbar geht es ja nicht ohne. Und erwidern kann man dann mit der Waffe der Wahrheit. Also man muss einfach ganz strikt dabei bleiben, was gesagt worden ist. Möglichst genau. Natürlich wollen viele das dann wissenschaftlich haben. Ob das so geht, ob man so richtig eindeutige Beweise finden wird, das weiß ich nicht. Aber schlüssig wird man es schon darlegen können, wenn man nur will. According to my motto, a weapon is the truth. Das hier ist die Übersetzung meine Waffe ist die Wahrheit oder eine Waffe ist die Wahrheit. Also hier ist das wahrscheinlich im Englischen, a weapon is the truth. Where does this identification slogan comes from? Where love and faithfulness are found, true peace will unite people. Also das hier ist die Übersetzung also im Original ist das Deutsch, wo Treue und Liebe, also wahrscheinlich Empathie oder Bruderliebe oder Kameradentreue, wo die sich finden, da wird wahrer Friede die Menschen verbinden.
Und also ich habe mich jetzt, muss ich dazu sagen, warum das Englisch nicht so gut ist, also jetzt zwar ab und zu nach der Erinnerung mal ganz kurz im Ausland aufgehalten, aber seltsamerweise hatte man auch da Deutsch gesprochen. Oder es war mir schon gar nicht aufgefallen, aber in der Schule war ich sehr schlecht in Englisch. Das ist wirklich wahr, dass ich in der 11. Klasse noch gerade eben eine 3 minus bekommen hatte, wenn ich der Lehrerin versprechen würde, dass ich damit aufhöre, weil ich würde das ja sowieso nicht richtig lernen. Und dann hatte ich nach der Schule mir gesagt, ich brauche das aber und habe dann mich mit der Sprache beschäftigt, sonst würde ich das wahrscheinlich wirklich nicht verstehen und auch nicht artikulieren können. According to my grandmother, it was born after the Napoleon Wars. There was an institution called House of Friends. I totally had forgotten this House of Friends, but it is true. After the Napoleon army was pushed back, there had been the decision between the two religious groups to work together on the commercial level. So it was reported by my mother, EIM, to me, and it was a so-called House of Friends. And this must have been documented by historians. And it was Napoleon 1810, approximately. Which was probably initiated by merchants. And there Ja. the slogan. Also habe ich gerade gesagt, das ist von Kaufleuten, wahrscheinlich mit der Absicht, dass man gemeinsam eben besser vorankommt. Was dann ja auch in Breslau dazu geführt hat, dass sie im Wettbewerb mit der anderen großen deutschen Stadt Berlin nach Aussagen meiner Mutter also häufiger vorne gewesen sind. Was used first. What was the mission of the Breslau-Friends? They wanted to give the people of Breslau an aha experience as they themselves had had in the military hospital. When the Breslau-Friends, so-called by me, I don't know if they had the expression friends, or as they were saying, we are together like a family. This is in the so-called Sportsman album, handwritten by my father. This is described there as well. The effort was, and they invested much into it, to bring to society situations where those themselves were having the possibility to have a eureka or aha effect, to see that those Vorurteile, those thinkings or those wrong thinkings about the other group was wrong. Und das muss schon, sage ich mal, ziemlich schwierig gewesen sein, Menschen von ihrer Überzeugung so abzubringen. Und sie wollten das nicht mit Argumenten machen, sondern indem sie sie in Situationen hineinbrachten, dass sie selbst drauf kamen. They did not want to persuade them with arguments, but to bring them in situations where those themselves would had the wish or the desire to correct wrong thinking. Where a shock to their worldview had led them to no longer believe all the lies they had told about
the other religion. And it was really a shock when they realized in the hospital for wounded soldiers, when they realized that all those pillars of society, and I now describe it from the viewpoint of my father, this was the viewpoint of a believer in a church. He and I do not know exactly, those are not his words, are the words of my mother. She said that he and the other from the side of the church, they were shocked how wrong those pillars of society had given them their worldview. Also die Sicht der Welt, das ist dann von den sogenannten Säulen der Gesellschaft damals sehr falsch wieder oder übermittelt worden. Und der Lehrer einer Schule, der hatte so Geschichten erzählt, oder auch der Pastor nach der Predigt oder auch insgesamt so in den Gesprächen auf der Straße und in den Zeitungen. Da gab es dann bei den Kreuzworträtseln dann so Witze und sie waren schon entsetzt. Und vielleicht ist es von der anderen Seite auch in vielleicht geringerem Umfang, das kann ich nicht beurteilen, auch so gewesen, dass sie falsche Ansichten jetzt über die andere Gruppe vermittelt bekommen haben. Why does it start only now with the remembering? When trying to tell, grandmother had experienced great disadvantages after the war. The others were still busy with the losses due. Also ich frage jetzt hier, warum kommt das jetzt erst? Und die Antwort ist ganz einfach. Also zum einen, direkt nach dem Krieg, wollte man da nicht noch was hören, was dann die Schuld vergrößert hätte. Und es war nicht beweisbar. Das heißt, wenn man das auch versucht hatte, war es wirklich so gewesen, das hatte zu Situationen geführt, wo man dann die Mutter geschasst hatte. In den Geschäften wurde sie schneller bedient, aber die Leute redeten nicht mehr mit ihr, sie ging auf die andere Straßenseite. Und das ist wirklich wahr. And I was just saying, it is really true that my mother, EIM, she tried to tell about Breslau directly only months after the war, and she then was having troubles. She was served in the shop before it was her term, and people were crossing the road and they were shunning her. She felt like being an outcast, and I don't know exactly how long it was, aber das ist wirklich so. Sie sagte, sie musste dann aufhören davon. People had too much hurt themselves, or too much wounded souls themselves. They did not want to hear about something that would have given them another bad conscience. And then she went to an officer of the state, and this one said, better don't tell it in this small society where she was residing back then, especially when she had not the opportunity to prove it. Only by telling, there was no way to persuade people. To the lost war. Ja, das war es, nämlich eben der verlorene Krieg. Und dann muss das in Breslau anders gewesen sein. Aber ich kann das nicht deuten, ich habe es ja nur selbst gehört. Und ich wusste eben, es hatte Schwierigkeiten gegeben. Aber diese Bilder, diese Digitalbilder hat es eben nicht gegeben. Die hat es einfach nicht gegeben und auch nicht wahrscheinlich auch nicht diesen Willen. Also es wäre damals mehr gewesen, was man hätte investieren müssen. Über das Internet konnte ich es besser suchen.
Das war also dann erstmal nicht mit Kosten verbunden. Damals hätte man erstmal die 2 Grenzen überschreiten müssen und dann hätten die polnischen Behörden dann suchen müssen. Und also es hat, warum auch immer, es hatte nicht stattgefunden. And didn't want to hear about the Breslau-Friends. She was advised by 2 civil servants to be quiet. Ich sage gerade, sie ist von 2 Staatsangestellten geraten worden, so unter der Hand, das doch dann besser nicht zu erzählen. Also einmal muss es auf einem Fürsorgeamt gewesen sein, wo sie Witwenrente wahrscheinlich oder auch Geld für die Erziehung meiner Mutter, sie hatte auch noch ein anderes Kind, das muss sie beantragen. Und da ist ihr gesagt worden, doch besser dann nicht zu erzählen, das würde noch mehr Schwierigkeiten bedeuten. Und dann war ja dieses Gerichtsverfahren, das ist wohl nicht durchgeführt worden, ich weiß es nicht genau. Da wurde ermittelt wegen angenommener Vergehen, mindestens Vergehen von Schutzleuten oder von Schutzpolizisten ähm, wegen Kriegsgefangener oder wegen Zwangsarbeitertransporte. Ich weiß gar nicht, ob dieser Prozess überhaupt stattgefunden hat, aber da ist eine Zeugenaussage der Mutter aufgenommen worden. I don't know exactly if this lawsuit or the process against members of the police force had been proceeded, but there had been a hearing where my mother, the elder, EIM, had given an interrogator her insight about the role of my father, F.J. Hugh, where it had been to do with forced laborers being transported from the east to work in the Ruhrgebiet. One was a servant of a pension office, in German Versorgungsamt, and the other was a detective at a Frankfurt court. Habe ich My grandfather should have Habe ich gerade gesagt, also der eine vom Versorgungsamt, der hatte ihr dann doch geraten, das nicht zu vertiefen. Das würde noch mehr Schwierigkeiten bedeuten und nochmal ein Befrager von einem Frankfurter Gericht. testified as a key witness when he had returned home from the war, but he remained missing. She was asked by the interrogator of a Frankfurt court if she knew where FJU, where he was staying. At the moment, it was at the beginning of the 60s, and she then was advised to stay quiet about it, but rumors must have spread because she got some in between the lines threat, better not to tell too much. This was in the early 1960s. Grandmother had asked me with the words, "Perhaps you can tell it in your days without danger, when the old ones are no longer alive." Also in den 90ern hatte da meine Mutter mich gebeten, in meiner Zeit, wenn die Alten nicht mehr sind, es nochmal zu versuchen, was ich hiermit tue. Und ich möchte das schon ernsthaft durchführen, denn es geht nicht einfach nur um Luftblasen. Da ist zumindest Substanz dran. Ich bin natürlich auch noch auf andere verborgene Sachen gestoßen. Und das hat mit den beiden Weltkriegen zu tun und auch mit der Verdrängung der alten Anführerfamilien.
And this I will try to do with all my heart. So, stay safe and God bless you till we meet again. So, also das will ich in der Tat versuchen, denn desto länger ich drüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir erst einmal selbst. And I will really try to bring the remembrance of the Breslau-Friends and also the remembrance of the help of my father for his friends and those whom his friends would have helped. I want to start a remembrance, some sort of proved historical remembrance. In what form, in what kind and form, I don't know. And I need some help to come to the sources that could give real proof to it. So thank you very much. We had October the 17th in 2023. So vielen Dank. Wir hatten jetzt den 17. Oktober 2023.